4 Nerds, 1000 Hobbys. Volle Ladung Nerdkram. Du hörst Nord Nerds Podcast. Good morning, Nord Nerds. Ich bin der Pierre. Ich bin der Stefan. Ich bin Biggie. Ich bin Carina. Und heute geht's um Hörspiele. Wow, das Equipment ist Ist gewachsen, ja. Folge 20 ist Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg. Ich hatte irgendeine Hörspielsendung von Benjamin mit einem Zirkus. Irgendwas mit einem Zirkus. Das waren so viele, ich weiß echt. Also ich könnte dir tatsächlich gerade nicht mehr sagen, was meine erste war. Also Benjamin Blümchen definitiv, aber ich weiß nicht welche. Warum haben wir alle mit Benjamin Blümchen angefangen? Das ist ja auch wieder Weil so. das in unserer Kindheit so war. Ja, die Eltern haben vor diesem Regal gestanden und gedacht, ach guck mal hier, der dicke Elefant, das ist doch was. Das ist bestimmt pädagogisch wertvoll. Dicke Elefant. Das ist was für meinen Sohn. Als Feuermann oder als Pilot in der Verkehrsschule das Osterfest. Also wenn, dann musst du bei denen von irgendwie... 1984, ja. Das erste Benjamin Blümchen ist 1977. Das war lange vor meiner Zeit. Die erste Benjamin Blümchen-Folge heißt Benjamin Blümchen als Wetterelefant. Die ist 1977 rausgekommen. Dann haben wir Rettet den Zoo, das ist Folge 2. Die kenne ich aber auf jeden Fall. Dann haben wir Kampf dem Lärm, das ist 79. In Afrika, auf hoher See. Und dann sind wir 1980, Benjamin Blümchen und die Schule. Auf welches Schiff haben die Benjamin denn draufgekriegt? Auf dem Baum hat Geburtstag und das Schloss. Auf dem Mond als Briefträger im Krankenhaus. Ich glaube, ich hatte den Briefträger. Briefträger kommen mir auch bekannt vor. Also als Briefträger kenne ich auf jeden Fall. Wie gesagt, was wirklich die erste war, wüsste ich jetzt auch Benjamin nicht. Blümchen träumt. Benjamin Blümchen träumt. Okay. Da schläft er nämlich auf einer Wiese ein. Mit Otto. Was ich noch weiß, mein Bruder hat, ich weiß nicht warum, als kleines Kind, Benjamin hat Zahnweh geliebt. Die lief rauf und runter, die konnte eigentlich kein Mensch mehr hören. Und mein Onkel hat sich dann den Gag gemacht und hat ihm zum 18. eine Schultüte geschenkt mit so allen möglichen Kleinigkeiten drin, wie das zum 18. so gehört, mit einem kurzen und weiß ich nicht. Und da war dann aber die Hörspielkassette Benjamin hat Zahnweh drin. Sehr gut. Meins war wirklich Huibu als Schallplatte. Nee. Schallplatte. Das sind schwarze, große Scheiben, die sehr zerbrechlich sind. Für die es nicht mehr kennen. Eine CD in alt. Oh, danke. Eben Schallplatten hatten wir auch zu Hause auch noch einige, auch teilweise als Kinder selber, nicht nur von unseren Eltern, aber ich kann mich jetzt nicht an Hörspiel auf Schallplatte erinnern. Doch, von Europa waren die noch Ja, damals. Ja. Europa hatte ich, genau. Ich hatte Huibu, das Schlossgespenst, ich glaube 2 Schallplatten und ganz viel Karl May. Karl May hatten wir auch. Die hatten wir auch als Schallplatte, Karl May, das stimmt. Ja. Die hatten wir auch. Winnetou 1, Winnetou 2. Ja. Das Voll Schuherhand und Shatterhand und so. Ja. Nee, ich hatte, wie gesagt, ich hatte Flash Gordon als Schallplatte. Ich weiß aber nicht, das ist ja auch so eine, keine Ahnung, irgendwas. Fand ich total krass. Nee. Und dann später hatte ich Kassetten. Ja. Ganz, ganz viele. Mask. Ich hatte sogar Mask als Hörspiel. War nicht eine Folge. Ich glaube, ich hatte auch nur 1 oder 2 Kassetten davon. Davon hatte ich nicht viel. Ich hatte He-Man, Ja, natürlich, ja, Masters of natürlich. the Universe. Und die lachende Brücke, weiß ich. He-Man, die lachende Brücke, das war, glaube ich, meine erste. Oder, ich weiß nicht, Folge 3, Folge was weiß ich was, keine Ahnung. Ich hatte einige und Jan Tenner. Jan Tenner, ja. Den gibt's aber noch, ne? Den gibt's wieder. Die sind inzwischen bei Jan Tenner, der neue Superheld oder sowas, die neue Serie. Aha. Die gibt es inzwischen auch schon seit ein paar Jahren wieder. Und da sind die auch schon bei Folge 30 oder so. Okay. Und was ziemlich cool ist, die haben General Forbit ist noch da, Professor Futura ist noch da, Jan Tenner und Laura sind da. Und es gibt Jan Tenner Junior
und Aha. Senior und es sind auch die gleichen Sprecher wie damals. Das ist cool. Das ist cool, ja, wenn Und das beibehalten der wird. Sidekick, Jantener Junior Sidekick ist Tanja, die in der alten Folge, in Folge 3 oder 4, bei einem Selbstexperiment irgendwie in Kryostase gepackt werden musste. Die kommt plötzlich wieder und ist dann jetzt der. Und so schließt die neue das Folge ist an die cool. alte an und wird Generationen weitergegeben. Das ist ziemlich geil. Das ist cool gemacht, ja. Haben sie aber Glück, dass die Sprecher noch da sind. ja, Das stimmt. Lutz Riedel ist ja, Aha. der spricht ja alles. Ja. Wenn der mal weg ist, ist die ganze Branche im Arsch. Ja, Der spricht doch bei Die letzten Helden einen. Kennst du Die letzten Helden? Das ist auch Ja. so eine Zeichentrick, so eine Hörspielserie. Und da spricht er den großen Widersacher. Okay. ja, aber was bei uns definitiv rauf und runter lief, war 3 Fragezeichen. Absolut. Ja. Justus Jonas, Bob, Peter Shaw und Bob Peter Shaw Andrews. und Bob Peter, Andrews. genau. Ja. Bei Tante Ja. Mathilda auf dem Schrottplatz. Ja. Genau. Im Wohnwagen, ne? Waren die doch immer. Genau. Die weiß ich, bei uns konntest du früher in der Stadtbibliothek auch neben Büchern auch Hörspielkassetten Stimmt. ausleihen. Also wir haben Massenkassetten dann auch tatsächlich gar nicht gekauft. Wir haben die irgendwie durchgehört bis zum geht nicht mehr und teilweise dann wieder zurückgebracht. Also Aber das mit heißt Nudeln teilweise mit wieder Bandsalat. zurückgebracht. Teilweise zurückgebracht. So, liebe Stadtbibliothek Wuppertal, bitte ignorieren Sie das. Danke. Das wird teuer. Einzige, was man konnte sie tatsächlich nicht kopieren. Die haben überall diesen. Nee, Quatsch, bei den Kassetten war das, wenn du das Ding rausbrichst, konntest du die nicht mehr bespielen, ne? Damit die geschützt waren, damit du Richtig. die nicht aus Versehen gelöscht hast. Genau. Und wenn Ja. du Tesa drüber geklebt hast, konntest du so wieder B-spielen. Ja gut, das habe ich mit den Bibliothekskassetten nicht, aber man konnte sie sich halt ja ausleihen und überspielen mit Ja. dem Doppelrekorder. Das war noch ganz praktisch. Mhm. Und weh, du hattest Bandsalat. Da saßt du erstmal mit so einem Bleistift da und hast alles wieder reingefädelt. Aber da gibt es auch dieses Meme im Internet. Kennst du diese Bewegung? Und dann eine Hand hält irgendwie so ein viereckiges Ding und die andere Hand dreht irgendetwas. Das ist dann Ja. die Kassette und wo der Stift drin ist, mit dem man das Band wieder reindreht. Und es hat nie funktioniert. Doch, das hat funktioniert, Ja, aber nicht, doch. wenn sich das schon so in dem Apparat innen drin schon so verknüselt hat. Weißt du, dass wenn du das dann rausgezogen hast, das schon geknickt Ich wollte sagen, du war. musst Also, das Bein da musst du es rausnehmen, ganz ganz vorsichtig wieder gerade machen. Und dann, wenn du es dann eingelegt hast, dann hat man es gehört. Dann machte das so quasi. Ja. Ja, also die Qualität hat sehr Ich hatte gelitten. tatsächlich mal ein T-Shirt, das habe ich mir selber geplottet, Also- so mit der Kassette drauf, dem Bleistift drunter und dann der Satz, unsere Kinder werden es nie verstehen. Ja. Bleistift, genau. Oder Ja. Stabilo Feinliner. Die gingen auch. Ja, Ja. Alles, was eckig war, die runden Kulis, die gingen nicht. Da Nee. kriegst du die die haben Dinger sich nicht nicht mitgedreht. verhakt. Das war das Problem. Richtig. Ja. Ah, das war schon cool. Wir haben, also heutzutage mit Spotify, wobei Spotify habe ich selbst nicht, weiß ich nicht, aber gibt es bestimmt auch Hörspiele, ne? Da gibt es Ja. ohne Ende Hörspiele. Ohne Ende. Ja, klar. Und wir haben Point Whitmark gefunden. Ja, Das, was ja Das auch ist auch so so ein eine drei Abenteuerserie. Fragezeichen TKKG-Detektivserie ist. Ne? Mhm. Echt? Mhm. Ja, und TKKG natürlich. Ne? Ja, TKKG. Ja, 5 Freunde. 5 Freunde. wobei ich da jetzt gerade, was TKKG? Tim? Tim, Karl. Ja, am Anfang noch Tarzan. Stimmt, Stimmt, am Tarzan. Anfang hieß er noch Tarzan, später war es Tim, Genau. Karl, Klößchen und Gabi, ne? Und Gabi, Ja, ja. Genau. Und, Und Oscar, der Hund. der Hund. stimmt. Ja. Aber der kam im Namen nicht vor. Nee, Bei TKKG kam man nicht drin vor. Und bei Genau. 5 Freunde, die hatten, glaube ich, keinen Hund, ne? Doch, Timmy. Doch? Und Timmy Ja. der Hund. und Timmy der Stimmt, Hund. da war das Das immer waren mit ja dem Timmy eigentlich der Hund, nur ne? Genau. 4 und der 5. Stimmt, war Freund war ja Timmy. Timmy der Hund. Ah, okay. Auch 5 Freunde war so. Da haben wir diese Filme oder die Serie da. Die Aus den- aus den 70ern, 60er, ich weiß es gar nicht. Nee, 60er nicht, das wäre schwarz-weiß wahrscheinlich. Nee. 70er müsste das sein, ne? Ja, 76 oder 78 Ja. irgendwie so. Ja, da gab es ja auch alles. Erst die Bücher, dann die Hörspiele, dann die Fernsehserie. Oder Du hast gerade beziehungsweise- gesagt, so 70er, 80er. Was meine Schwester auch hatte als Hörspiel, das war Heidi. Ja, Heidi gab es auch als Ich habe Hörspiel. auch Ja. Kasperle als Hörspiel gehabt. Kasperle? Also, ja, und das war aber nicht so.
Ja, ich glaube, es gab schon dieses Tritra-Trollala, der Kasperle ist wieder da, aber das war so wirklich, Kasper und Seppel mussten dann eben durch die Gegend laufen, irgendwelche Sachen, erlebten irgendwelche Abenteuer mit, weiß ich nicht, Dem Krokodil. Mit dem Quatsch. Krokodil. Petrosilius, weil der Zauberer hieß Krokodil und der Petrosilius Hexe? Zwackelmann. Das weiß ich. Mhm. Dem Krokodil Ja, und der ja. Hexe? Ja, ist das nicht bei Kasperle so? Ja. Ja. Ja, oder? Genau. Und der Zauberer, sagte ich gerade, heißt Petrosilius Zwackelmann. Aber war das bei euch damals auch so, diese Verkehrserziehung so im Kindergarten oder so mit so einem Kasperle-Theater, wo die Polizei das noch geleitet Mhm. hat? Ja. Ja. Das hat bei uns, Wir konnten sogar noch einen Fahrradführerschein machen in der Schule. Ja, wir haben wir auch mussten noch. testen. das gehörte dazu, Das gehörte wir mussten dazu. einen Fahrer führen. Ja, und heute denke ich mir, manche Rentner auf dem E-Bike könnten das auch mal gebrauchen. Aber gut. Was wir auch damals als Kassetten viel noch hatten, waren auch irgendwelche Märchen. Ja. Stimmt, Also ja. klar, die klassischen Märchenbücher auch, aber auch zum Hören dann Ja. wirklich auf Kassetten. Ja. Und Weihnachtsgeschichten. Ja, Ja. das Das stimmt. Aber ich bin mal nach Hause gekommen, da war ich bei der Bundeswehr, bin ich nach Hause gekommen, da hatte ich so irgendwie, wollte ich das alles mitnehmen und sagte zu meiner Mutter, wo sind denn meine Kassetten? Och, die lagen so rum, die habe ich an eine Cousine gegeben. Und dann denke ich so, bitte? Und warum? ich habe dann während der Bundeswehr angefangen, mir die alten Jan Tenner-Kassetten wieder zu kaufen für, ich glaube, 4 Euro die Kassette oder so. Dann hatte ich überlegt, vielleicht auf CD, dann hätten sie 12 gekostet und dann kam Amazon Prime Unlimited. Da habe ich es dann. Ich wollte gerade Jetzt ist sagen, es Amazon digital. gibt es auch, ne? Die ganzen alten Hörspiele. Ja, ne? ja, genau. Mhm. Also Da gibt es ja auch, ja. He-Man gibt es da nicht. Jan Nee. Tenner ist da, John Sinclair, John Sinclair ist da, die hatte ich früher Kurt auch. Wittmark, 3 Fragezeichen, 5 Freunde, Fünf TKKG. Freunde, genau, das ist alles da. Ja. Aber He-Man, da fehlen irgendwelche Rechte für Amazon. Wahrscheinlich. Wie hieß das eine Buch, was wir gehört hatten mit dem Tod? Hm? Scheibenwelt? Nee. Ich habe das eben schon gesucht. Der Tod und andere Höhepunkte meines Lebens. Ja. Kennt ihr das? Nein. Das ist Das voll ist gut. voll lustig. Das ist im Prinzip. Das ist aber auch eigentlich quasi ein Hörspiel und nicht nur ein Hörbuch. Weil du hast Ja. halt auch Soundeinlagen und sowas. Ein Ja, Hörbuch gut. ist ja, dass jemand vorliest. Und ein Benjamin Hörspiel, Blümchen war auch ein Hörspiel. Richtig. TKKG Ja. und so auch. ja, das sind Hörspiel. Ja. Genau. Und Hörbücher haben halt keine Soundeffekte Genau, es ist halt dabei. eher dieses Erzählen. Was immer sehr praktisch ist, das kann man nämlich nachts im Bett hören. Jan Tenner kannst du nicht nachts im Bett hören, weil sobald der anfängt rumzuballern, bist du wach. Das Oder stimmt. 3 Fragezeichen kann man auch nicht im Bett hören. Achso, du meinst der Tod und andere Höhepunkte, meinst du, ist ein Hörbuch. Ist ein Hörbuch. Ja. Ja. Aber es Auch ist man trotzdem kann cool. auch 3 Ja. Fragezeichen Nee. nachts im Bett hören, aber wenn dann ein Feueralarm ist und man denkt, das ist eine Tsunami-Warnung oder so, dann Wird's ist es schwierig. ungünstig. Ja. Ja. Nee, bei dem Buch geht es darum, der Erzähler, also ist halt aus der Ich-Perspektive, und er erzählt halt, wie er als Kind schon den Tod kennengelernt hat. Und es erzählt dann halt wirklich so sein Leben, also der Tod hat ihm gesagt, dass er irgendwann sein Nachfolger werden soll. Und geht ihm dann auf den Sack. Sein ganzes Leben lang. Genau. Und kommt halt immer zu Besuch und Will Schach mit ihm spielen. ist für und so. alle anderen natürlich unsichtbar, ist dementsprechend ziemlich doof, weil die immer meinen, er führt Selbstgespräch. Müsst ihr euch mal anhören. Ja. Ja. Das ist echt lustig. Das ist echt lustig. Ich glaube dann, der zweite Teil heißt irgendwie Sterben und andere Unannehmlichkeiten im Nachleben. Oder irgendwie sowas. Ja. Weil dann ist er nämlich der Nachfolger. Ich verstehe. Also, Wobei, da habe ich noch gar nicht so richtig reingehört. Das Ja, muss man noch Was hören. ich bin ja immer mal auf der Suche, digital. aber die Biggie hat noch gar nichts erzählt, ne? Doch, natürlich. Klar. Wo war ich da? Ich weiß nicht. Fällt mir gerade nur so auf, dass wir hier über unsere ganzen Aber Hörspiele reden. wir hatten ja genau dasselbe. 3 Fragezeichen, 5 Freunde, TKKG, dann haben Huibu, habe ich gehört. Dann Pitje Puck, das war der Briefträger. Dann Hallo Spencer hatten wir tatsächlich auf Ja. Kassette. Hallo Spencer auf Kassette? Ja. Ja. Mhm. Hallo Spencer haben wir auf DVD. Ich wollte gerade sagen, ich kenne das als Serie. Das war aber Jahre später. Ja, das ist richtig. Aber nee. Pitchbook kenne ich gar nicht. Bibi und Tina? Pumuckl. War ich tatsächlich gar nicht so. aber Bibi hier, Blocksberg hat noch gar keiner gesagt. Stimmt. Stimmt. Hat auch keiner gehört wahrscheinlich. aber Hanni und Nanni war eher so ein bisschen meins. Da bin ich raus. Das habe ich mehr gelesen als gehört. Also Hörspiele wusste ich Da da sucht jetzt sie bis nicht. heute noch Ganz die viele Bücher. Bücher. Ah. Ja, meine Sammlung ist nicht vollständig. Hm. Dann von Michael Ende, die unendliche Geschichte. Das war auf 3 Kassetten.
war das Ja. aufgeteilt, weil das so groß war. Mhm. Wobei ist das dann noch ein Hörspiel oder ein Ja. Hörbuch? Weil das auch mit Effekten war und weil das unterschiedliche verteilt, ja. Sprecher waren und so, Okay. ja, auf jeden Fall Hörspiel. Also es gibt, glaube ich, beides. Also bei Audible gibt es, glaube ich, mittlerweile als Hörbuch, aber damals war es noch als Hörspiel. Okay. Ne, das hatte ich tatsächlich nicht. Oh, ich habe aber auch noch so ganz alte. Ich habe ja John Sinclair eine ganze Zeit lang gelesen. Mhm. Also wirklich, da habe ich mir das Aktuelle gekauft, die Erstauflage, die Zweitauflage, die Drittauflage, die Viertauflage, so, damit ich so ein bisschen, ich hatte immer, jede Woche hatte ich 4 so Hefte und die habe ich dann verschlungen. Ging ja auch schnell, haben ja nur 60 Seiten. Und John Sinclair, da gibt es ja auch irgendwie 30 Folgen von diesem, das sind dann die uralten Dinger Genau. und dann ist das neu aufgelegt worden und ist nochmal neu aufgelegt worden und inzwischen ist übrigens Joachim Kerzel, auch ein geiler Synchronsprecher, Ja. der spricht auch bei den neuen Folgen immer den Erzähler. Wenn der mal hops geht, dann fehlt auch was. Der Ja. spricht ja Ja. irgendwie 27 Schauspieler auch, Mhm. gefühlt. Und Ja. über John Sinclair hat man dann Tony Ballard, das ist dann auch so nach dem, wie John Sinclair gegen Dämonen und gegen... Ich wollte gerade sagen, genau, Tony Ballard kämpft aber eigentlich nur gegen Dämonen. Ne? Ja, richtig. Ja. John Sinclair ist ja... Der kämpft ja gegen alles, was übernatürlich ist. Ja, das sind aber auch so die Gegenspieler, ne? Der Ja. schwarze Tod und wie Ja. sie alle heißen da. Ja, dieser Vampirfürst, der schwarze Tod. Gamora, doch auch, so eine Frau. Und so eine Hexe, so eine alte. Gamora ist, glaube ich, die Orkin von World of Warcraft. Nein, es gab auch schon Gamora vorher. Also ja, aber nein. Ja, aber nein. Ja, aber nein. Und Makabros habe ich gefunden. Makabros. Makabros? Und Professor, da gibt es noch eins. Professor irgendwas mit Z. So, Zamora. Zamora. Professor Zamora. Das sind alles so, genau. vor allem John Sinclair und Professor Zamora haben ja auch so ein paar Crossovers. Genau, ja. Wie hieß denn nochmal es gab auch so eine Perry Roden. Perry Roden. Oh ja. Die hab ich ja auch. Das ist, also Oh, Hörspiele so geil. okay, aber lesen, nein. Ja, du musst von vorne anfangen, ne? Sonst kriegst du die ganze Zeit nicht mit. Oh ja, hör bloß auf. Vor allem das Geile ist, das dritte Buch heißt Der Unsterbliche. So. Und mittlerweile sind wir bei Buch 60. Ja, das ist bei Perry Roden ist das ganz extrem. Aber die älteste und größte Science-Fiction-Serie aus Deutschland, ne? Ja. Ist Perry Roden. Ja. Tatsächlich. Ja, seit 50 Jahren jetzt auch, ne? Das ist fast so alt wie Doctor Who. Ja, und dann gibt es aber Detektivsachen gibt's auch ganz viele. Da gibt es auch diesen einen Professor irgendwas, den du nicht so gerne magst, der jetzt nochmal neu aufgelegt wurde. Professor Van irgendwas. Dusen? Ist das Van Dusen? Weiß ich nicht. Du guckst, du hast das immer. Und du hörst aber was anderes. Ja, ich höre immer Sherlock Holmes Chronicles. Genau. Weil Das ich ist den, auch gut. weil Das ich ist den auch cool, Synchronsprecher von Sherlock Holmes großartig finde. Das ist der auch Kevin Spacey spricht. Also Okay. von dem Mhm. weiß ich es Ist zumindest. das David Nathan? Nee. Nee. Aber der ist auch ein super, genialer super Sprecher. Auch super. genialer Sprecher, ja. Wir haben das sind auch mehr oder weniger Hörspiele, diese Cthulhu-Sachen, die sind ja auch von David Nathan eingesprochen hier. Die Lovecraft-Sachen meinst du? Genau, diese Lovecraft-Sachen. Ja, die sind auch von David Nathan. Bibliothek. Bibliothek des Schreckens. Ja, genau, Ja. richtig. Ja, die sind alle von David Nathan. Ja. Dadurch habe ich das erst kennengelernt mit dem Cthulhu-Mythos, weil du eine CD hattest damals, der Ruf des Cthulhu, und das haben wir auf einer Autofahrt gehört. Richtig. Und ich habe mich erst geweigert, weil das hörte sich irgendwie alles so strange an. Dann habe ich gesagt, nee, ich weiß nicht. Und dann haben wir das gehört und dann haben wir uns danach noch Berge des Wahnsinns geholt. Ja. Dann Ratten im Gemäuer. Ja, und also der Ruf des Cthulhu ist ja dieses. Wir hatten es nachher, glaube ich, fast komplett. Ja, Ne? Innsmouth natürlich, ne? Ja, Ja. Schatten Ja, über Innsmouth. Schatten über Innsmouth, Schatten Dagon über und Innsmouth, so ein ja, Kram. ja. das haben Die wir Farbe auch aus dem All ist auch sehr gut. Da ist der Film auch sehr gut. Ja. Welcher, der neue oder der Der alte? neue. Der alte ist besser. Der alte ist besser, den kenne ich gar nicht. Den neuen mit Kannst Nicolas du gleich gucken. Der neue ist auch gut, Mit ja. Nicolas Cage, der Ja. ist wirklich gut. Der Der ist alte ist so. Ne? Aber bei dem alten Film haben sie es cool gemacht, der fängt in Schwarz-Weiß an. Und nur die Farbe ist dann. Ah. Ja, Das haben das sie ist cool. geil gemacht damals. Es gibt auch so ein Fanprojekt zu Cthulhu, der Ruf des Cthulhu, die das dann wirklich mit ganz wenig Budget gemacht haben, auch schwarz-weiß und dann. Echt? Ja, Okay. aber den habe ich nicht gefunden. Es gab auch mal einen Film, den fand ich semi-gut. Der war auch nicht ganz ernst gemeint. Das war auch so ein B-Movie.
Aber wir gehen auch gerne weiter im Alphabet, je nachdem. Ne? Es können auch Z-Movies werden. Also eigentlich kannst du direkt mal aufschreiben, Folge B und C und Z-Movies, die wir empfehlen. Oh, sehr gut. Ja. Was ich aber schön finde, wir haben ja eben angefangen von wegen Schallplatte, Kassetten. Du warst jetzt gerade ja schon bei CD. Ich meine, mittlerweile, wie gesagt, im Audible, Spotify, es gibt ja Hörbücher ohne Ende. Ja. Was ich aber irgendwie lustig finde, habe ich letztens gesehen, wo wir unterwegs waren, an den Autobahnraststellen kriegst du immer noch diese Hörbuch-CDs. Ja. Wo ich dann teilweise überlegt habe, so, welches Autoradio hat eigentlich noch ein CD-Laufwerk? Das haben wir immer gemacht, wo ich noch Mittelaltermärkte gefahren bin. Da sind wir immer auf der ersten Tankstelle und haben geguckt, was wir uns mitnehmen. Wenn wir dann mit dem vollen Transporter, da haben wir das dann immer gemacht. Haben die immer abwechselnd einer gekauft. Da habe ich hier auch noch irgendwo Oneiros oder so ähnlich heißt das. Das haben wir auch zweimal oder so Aber schon ich gehört. frage mich halt, und so. wer die heutzutage noch kauft. Wer hat denn noch einen CD-Player im Auto? Gibt's Sollte doch man den genug. nicht langsam auf USB-Sticks umstellen? Und das wäre, ne, so, und wenn du es nicht mehr magst, dann löschst du einfach den Stick und Machst was Neues drauf, ja. hast du dann so einen kleinen, ne? Weil inzwischen einen USB-Stick kriegst du ja auch nur noch ab 32 GB aufwärts. Ich hole mir erst ein neues Medium, wenn es Kristalle gibt. Alles andere macht keinen Sinn mehr. Ja, bei unserem Auto spielst du keine CD mehr ab. Ja, mittlerweile gibt es ja auch echt jedes Buch als Hörbuch, ne? Ja, Ist mir mal so aufgefallen. Walkmans waren halt auch noch praktischer zum in die Kriegst du Jackentasche stecken oder so. Also von der Kriegst Größe sogar her. sowas wie, Im Gegensatz zu so einem hattest Discman, du- den hat sie kaum noch in die Tasche gekriegt. Stimmt. Du kriegst sogar Karl Marx das Kapital als Hörbuch. ja. Frage ich mich, wer das einfach. Ich will es gar nicht wissen. Das kann man nachgucken. Na, ich bin doch Punk. Das Siehst hast du du doch. als Hörbuch? Nein, bist du Jack? Ich will wissen, wer das einspricht, nicht wer das Ach so. hört. Das kann man Also, so das sehen. kann man nachgucken, ja. Ja, es Ich gibt fand auch die übrigens- Bibel als Hörbuch. Ja, oh Gott. Über wie viele Stunden geht die denn? Die Bibel, es gibt die Bibel als Hörbuch. Oh Gott. Ja, der muss auch bitte Zeit geben. Kumpel Jesus. Ja, Kumpel. Ja, heißt der Kumpel Jesus oder Kumpel Christus? Nee, Kumpel Jesus heißt er. Zumindest bei dem Film, den ich meine. Ja, doch mal. Doch mal, genau. Ja. Wo wir wieder bei so Themen sind. Wir wollen eigentlich über Hörspiele reden, Leute. Ach, Ja. Ich habe ja auch noch mal investiert. Habe ich Ja, eben, wir haben eben schon sogar festgestellt, das Equipment ist... Ja. aber was ist, Hörspiele ist jetzt zum Schlafen gehen, haben wir jetzt gesagt. Ne? Und als Kind natürlich zum Schlafen gehen. Und dann bist du mal kurz wach geworden, wenn der Schalter also wenn du nicht so eine Vom Sensortaste Kassettenrekorder. hast, sondern hast ihn reingedrückt und dann hast du gehört irgendwie eine halbe Stunde und dann macht es einmal PAM! Ja. Und entweder warst du wach und hast umgedreht oder du warst ganz kurz wach und bist dann wieder eingeschlafen. Ja. Ja, und wenn du halb wach warst, hast du die Kassette umgedreht und hast statt auf die Play-Taste auf Aufnehmen gedrückt, bist aber sofort wieder eingeschlafen und hast am nächsten Morgen gemerkt, dass die Kassette tot war. Das ist ungünstig. Ja. Siehst du, deswegen gab es den Kopierschutz. Ja, Ja. das hat man dann auch gelernt. Oh, das mit dem Aufwachen hatte ich auch mal. Ich hatte eine Anlage und dann konntest du auch dich halt mit Musik wecken lassen. Ne? Und ich abends, ich muss morgen definitiv wach werden. Ne? Stellst du mal die Lautstärke ein, hast dann abends noch ein bisschen leiser gestellt und morgens früh werde ich wach und höre nur und ich denke so, oh Gott. Und dann war ich nicht schnell genug. Meine Eltern waren dann auch wach. Ich habe es mal gebracht. Kennt ihr hier diese Geisterjäger-Serien? Also die dann wirklich mit EMF-Meter und Ghostbox und Ghost Ach, Radio. hier so die und wirklich in alte Gemäuer gehen und da irgendwie... Genau. Ach so, ja. Sowas wie Geisterakten zum Beispiel oder Ja, so. Keine ja. Werbung. Und da weiß ich noch, da war Carina irgendwie weg übers Wochenende und ich habe irgendwie eine Folge geguckt, Geisterakten. Hab die zu Ende geguckt, hab Fernseher ausgemacht, bin ins Bett. Und werd wach, nicht morgens, sondern mitten in der Nacht, weil ich Stimmen höre. Und ich mir mein Wikingerschwert von der Wand genommen und erstmal durch die ganze Bude gerannt, weil ich dachte, wo sind die? Ja, was war? Fernseher ist angegangen. Das hat er das ganze Wochenende gemacht, bis ich mal gecheckt habe, dass ich scheinbar auf der Couch eingeschlafen bin und es geschafft habe, einen Timer einzustellen. Oh. Ich wusste bis dahin noch gar nicht, dass man einen Timer auch stellen kann, damit der angeht. Also ich kannte nur den Timer, dass er ausgeht. Ich wusste es auch nicht, aber es geht. Aber um deine Frage zu beantworten, Ja. also es gibt tatsächlich ja mehrere Hörbücher von Karl Marx Schriften.
Also das Manifest der Kommunistischen Partei wird von Christian Brückner gesprochen. Das Kommunistische Manifest bei Audible wird von Jürgen Fritzsche gesprochen. Das sagt mir was. Und dann gibt es da noch so ein paar mehr. Ah. Du kriegst ja auch die Edda und die Bibel. Guck mal, wer die Bibel eingelesen hat. Ey, David Nathan als Gott, das würde ich mir anhören. Ich weiß gerade nicht genau, worum es da geht, aber es gibt scheinbar auch ein Hörbuch, gehe ich jetzt mal von aus, Hörspiel, sonst müssen mehrere Sprecher. Marx und Engels Intim, das sprechen Harry Rowohlt, Gregor Gysi und Anna Thalbach. Ja, das hat Gysi mal erzählt, dass er da an so einem Projekt dran war. Oh, Harry Rowohlt. Weil die beiden ja auch zusammen geschrieben haben, Marx und Engels. Die haben Kann sein, zusammen dass das so ein Dialog war, den die geschrieben haben. Ja, ich glaube, ja. Die haben, glaube ich, so einen Dialog geschrieben, ja. Also war sehr... das ist harte Kost. Und vor allem die Sprecher sind... Das ist ja genauso, das ist ja immer genauso das Schöne so, wenn die Leute dann immer sagen, hast du Kapital gelesen, die wollen dies und das und jenes, ihr habt es alle nicht verstanden. So, Punkt, so. Das ist ein Gedankenspiel gewesen. Die Bibel gibt es tatsächlich, also zumindest das Neue Testament, über 19 Stunden Hörerlebnis des Neuen Testaments, gelesen von James Earl Jones. James Earl Jones ist die Stimme von Darth Vader. Im Englischen, im Original. Oh Gott, warum habe ich denn jetzt am Anfang waren die Finsternis. Und James Earl Jones ist beim ersten Conan der Priester. Wie heißt er noch gleich? Der Schlangenpriester? Ja. Okay. Ich stelle mir das gerade vor, so, nein, Jesus, ich bin dein Vater. Tulsa Doom. Tulsa Doom, Der genau. der spielt Tulsa Doom, James Earl Jones. Genau, das ist doch die Riesenschlange, ne? Okay. Also der Priester nicht, aber ist der Teil mit der Riesenschlange, ja. Wobei ich sagen muss, dass also es gibt Hörbücher, die man auch nicht hören muss. Nein, Wir sind so ein bisschen von Hörspielen weggekommen. Ja. Passiert. ist nicht schlimm. Glaube ich. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, ob es schlimm war, dass wir abschweifen. Dafür ist die Folge auch verdammt lang. Das ist Wir können ja auch noch schneiden. Wir kürzen die noch. Nein, hier wird nichts gekürzt. Genau. Aber ich finde, Hörspiele oder Hörbücher, das ist jetzt auch, also ich finde es jetzt nicht so dramatisch, ob es jetzt Buch oder Hörspiel ist. Das Buch ist, wenn du keine Zeit hast, so bescheuert das klingt, wenn du keine Zeit hast zu lesen, ne? Weil das kann man mal, wer es kann, ich kann es nicht, nebenher laufen lassen. So Ja, also ich sag mal, ich finde das beim Autofahren wirklich immer ganz gut, ne, wenn du dann irgendwas hören kannst. Oder auch teilweise so, je nachdem, was man so im Haushalt macht oder in der Küche beim Kochen oder so, und dann einfach noch ein Buch nebenbei an. Habe ich auch voll oft bei Spülmaschine ausräumen, höre ich zum Beispiel momentan immer die verschollene Flotte. Ist so ein Science-Fiction-Hörbuch. Science Fiction gibt es auch. Ganz viele. Commander Perkins gab's. Es gibt Science Fiction und Commander Perkins ist dann, der ist auf dem Mond irgendwie so ein Tor? Dimensionstor? Ist das Dimensionstor? Ich weiß es nicht. Ich meine, ja. Jedenfalls steigen die da rein und sind dann auf einem anderen Planeten, also so ein Beamgerät quasi. Genau, ja. Da braucht man keine Raumschiffe und das ist direkt, also hast du auch nicht den. Und Captain Future. Captain Future gibt es ja. neu aufgelegt, nochmal als Hörspiele und die sind richtig gut. Mit den Sprechern damals aus der Zeichentrickserie, sofern sie noch da sind. Und der Musik aus der Zeichentrickserie. Das ist richtig geil. Wusstest du, dass das in Deutschland eine ganz andere Dings ist? Eine ganz andere Musik als im Original? Habe ich mich tatsächlich letztens durch Zufall über einen YouTube-Kanal festgestellt. Okay. Es gibt zwei Versionen von der Musik und ich glaube, 1 oder 2 Folgen fehlen im Deutschen von Captain Future. Weil die wohl für die Deutschen damals zu irgendwas waren. Die haben sie nicht ausgestrahlt. Krass. Yep. Okay. Ich ist nur im Englischen noch. Ich warte immer noch auf die Realverfilmung von Captain Future. Die war vor ganz, ganz vielen Jahren mal angeteasert. Ja. Da gibt es so Konzeptsachen, die richtig gut aussehen. Und dann denkst du, ja, und dann kommt nichts mehr. Ja, das ist aber so oft so mittlerweile. Die wollen jetzt, was habe ich noch gelesen? Das war die ganze Zeit, jetzt sind wir schon wieder bei Filmen, aber egal. Jetzt fällt mir der Name von dem Buch nicht ein. Mir fällt der erste Satz ein. Der Himmel über der Stadt sah aus wie ein ausgeschaltetes Fernsehgerät. Neuromancer.
Ich weiß genau, was du meinst. Sah aus wie ein Fernsehgerät. Und das will jetzt von einem Apple TV Tonkanal. als Serie verfilmen. Und ich ärgere mich, dass ich kein Apple TV habe und dann ärgere ich mich wieder nicht, dass ich Ja. Aber das wollen die tatsächlich verfilmen. Das Aber ist wenn genauso wie das Unsterblichkeitsprojekt, das bei Amazon oder bei Netflix verfilmt wurde. Das ist galt ganz, ganz lange als unverfilmbar. Ja, das ist Altered Carbon. Und, ja, wir sind bei Serien. Da müssen wir uns da unterhalten. Das ist nämlich auch 2 Staffeln, dann ist es abgesägt worden. Was? Ich wollte Altered gerade Carbon. sagen, Ja, das weiß ich. Ich habe die beiden Staffeln gesehen und dachte mir so, hä, das halbe Buch ist doch noch offen. Und dann kam nichts mehr. also wir müssen auf jeden Fall ein bisschen schneiden, weil wir hier immer so hin und her springen, aber wir sollten das Rohmaterial behalten. Ich finde, wir schneiden nichts. Wir machen einfach 2 Stunden Podcast hochladen. Nein. Wir haben zum Beispiel, wenn einer sitzt am Fernseher oder an der Playstation oder irgendwas, der andere macht irgendwas, basteln und so, und dann laufen bei uns immer Hörspiele. Mhm. Und dann irgendwas. Also da haben wir zum Beispiel Point Bitmark gefunden, Ja. unter anderem. Und dieses Vidan, diese Serie. Ja, Die diese haben wir jetzt als letztes gefunden. Genau, und dann gibt es ja dieses mit dem ein Hörspiel, auch so ein Horrorhörspiel mit dem Kreuzfahrtschiff. Cruise Control, glaube Cruise ich. Aber da Control, bin ich genau. mir nicht 100% sicher. Aber ich meine, es würde so heißen, ja. Ja, das sind die, also man... Ist das Hörspiel oder Hörbuch? Nee, Hörspiel. Hörspiel. Okay. Und wie dann auch, da geht es halt um eine Person, der in irgendwelche Sachen, also auch so horrormäßig, übernatürlich und so, der wird in sowas reingezogen, der ist Sheriff in so einer kleinen amerikanischen Gemeinde und so, und dann, da passieren so Sachen, er wird reingezogen. Ah, da müssen wir noch weiterhören, das sind wir noch gar Genau, nicht so weit. richtig. Ne? So. Und sowas findet man mal auf. Ja. Und dann hörst du dir das an und denkst so, oh, wie cool ist das denn? Naja, eigentlich ist es ja einfach, wenn du Sachen hörst, wie jetzt zum Beispiel irgendwie was von Lovecraft oder so, und du guckst halt unten, was noch so diese Richtung geht. Gruselkabinett zum Beispiel, haben wir auch einige Sachen. Oh, Gruselkabinett Ja. ist auch sehr gut. Ja. Ja. Und das ist richtig wie cool. hieß das nochmal, was ich gerne mochte, war Offenbarung 23. Ja, das ist auch sehr, oh, das ist Offenbarung 23 ist doch dieses Verschwörungstheorie-Gedöns. Ja, Aber genau, hallo. was Ja. darauf Habe aufgebaut ich noch nicht ist. gehört, habe ich aber in meiner Bibliothek. Können wir das auf der nächsten Autofahrt hören? Das sagt mir nämlich noch gar nichts. Unglaublich gut. Das Ja. Unglaublich gut. Genau. Das hat Mochte Helge ich uns wirklich empfohlen. sehr, sehr. Okay. Daraufhin habe ich mir das geholt. Er hat gesagt, das macht super Spaß zu hören. Das macht auch wirklich Fun. Was wir auch immer wieder gern gehört haben, hier war der eiserne Druide. Ja, der eiserne Druide. Oder Harry Dresden. Da gibt es Ja. sogar eine Serie. Dresden gibt es eine Fernsehserie. Ja. Leider, also der Schauspieler und so, ich mag den, aber Ich habe man Dresden. hätte ist es nicht so toll. man hätte es halt heutzutage verfilmen müssen, weil dann hättest du die ganzen Effekte geiler hingekriegt. Ja, Aber die Dresden Die Files. Dresden-Serie ist cool. Dresden Files, da habe ich 2 Hörbücher gehört im Englischen. Die werden von dem Schauspieler eingesprochen, der bei Buffy den blonden Vampir gespielt hat. Spike. Spike, genau. James Master. Ich Genau. kenne den nur als Anführer der Saber Jaguar. Das Sternentor heißt das. Mit Captain Perkins. Ah. Sternentor, genau. Beim eisernen Druiden finde ich das immer noch so geil. So, Ja. wenn die Leute mich fragen, wie alt ich bin, sage ich 40. Dass die Ja. Jahre und nicht Jahrhunderte annehmen, ist doch nicht meine Schuld. Genau. Das habe ich mir ja mittlerweile auch angewöhnt. Was? Zu sagen, du bist 40 und keiner weiß, dass du 40 Jahrhunderte alt bist? Genau. Ja. Vergiss bitte nicht gleich noch ein bisschen Erde nachzuschmeißen in meinen Sarg. Ne? Ich höre auch ganz gerne, also Gruselkabinett ist klar, weil das sind ja diese ganzen Gruselgeschichten auch von den hier der Das sind so viele, das ist. von Lovecraft, also auch so Kurzgeschichten, die irgendwie Von Howard. Autoren geschrieben Howard haben. Phillips, Genau. Lovecraft und von, wie hieß er noch, der auch Conan geschrieben hat? Oh, Robert E. Howard? Robert Ja, E. Howard, genau. genau. Ja. So hieß er. Ja, und dann gibt es auch Geisterschocker, höre ich auch ganz gerne. Das sind auch unzusammen, also jede Folge eine neue Serie, vielleicht mal 2 oder 3 Okay. und immer Gruselsachen. Habt Was ihr wir auch ganz gerne hören, ist Lovecraft Letters. ja, Ja. die sind auch cool. cool. Das stimmt. Und Lock and Key. Das sagt mir auf jeden Fall auch irgendwas. Lock Lock and and Key Key gibt es auch als Netflix. Serie. Aber genau. auch abgesetzt, glaube ich. Aber auch da ist das Hörbuch besser. Ja, das Hörbuch ist auch besser, ja. Das Was ist- ich auch geht um eine Familie, der
Vater ist tot? Nee, der Onkel und dann erben sie das Haus. Der Bruder stirbt doch von dem einen oder verschwindet oder so. Ja, auf jeden Fall ziehen die in so ein altes... Nee, der Vater und der Onkel, der bewacht das Haus. Genau, der Vater Genau. ist verstorben und die ziehen dann zu dem Onkel in das alte Familienhaus und da passieren halt ganz komische Sachen und der Jüngste ist dem auf die Spur und die anderen meinen immer alle, er wäre total durchgeknallt. Nein, die machen da hinterher mit. Und dann steigt das so langsam ein, dass sie dazukommen, dass er sie überzeugen kann. Ja. Weil Und es der geht halt immer um so Schlüssel. Das Er ist halt ein findet magisches Schlüssel. Haus und jeder Schlüssel hat eine andere Fähigkeit und öffnet immer andere Türen. Und es sind nicht immer gute Türen. Es sind auch nicht immer schlechte Türen, aber die Hüter der Schlüssel haben halt jeder du dann weißt noch eine nie, Fähigkeit. wo die Tür hinführt. Ja. Wenn du sie Schon mit diesem ganz- Schlüssel ganz öffnest. witzig, Das ist ja. schon cool, ja. Die Irgendwann- gab es auch mal als Hörspiele. Echt? Zumindest amerikanisch. Es gab Dristo-Urden als CDs. Ja. Also hier Vergessene Welten, Dristo-Urden, die hießen, glaube ich, auch Dristo-Urden. Hießen die so? Ich weiß noch, dass ich da mal irgendwann beim Kumpel das gehört habe. Drist oder Dritzit oder wie man das auch immer nennt, Do-Öden, wie auch, keine Ahnung. Bei mir war es immer Drist-Do-Urden. Ja. Whatever. Der nette Nachtelf mit den lila Augen und den 2 Krummschwertern. Genau. Dritte Uhr. Asterix und Obelix hatten wir auch als Hörspiel. Stimmt. Oh ja. Stimmt, Asterix und Obelix. Das Ja. waren das nicht die Filme auf Hörspiel gepresst oder waren das noch Ja, eigene? das war quasi, du hast noch dieses Ploing und Plängen und so gehört auch. Ah. Ja, stimmt. Das Das weiß gab's ich auch jetzt ja. noch, Also es ja. waren auf jeden Fall dieselben Geschichten. Es waren jetzt nicht irgendwas Neues. Sie hat nicht so Aber viel Mir fällt Hörspiele nichts gehört. ein. Biggie Aber- hat nicht so viele Hörspiele gehabt damals. Oh. Ach, hat sie heute noch welche? Wir haben die 3 Fragezeichen bis Folge 80 oder sowas bestimmt. Auf Kassette. Ja. Habt ihr noch einen Kassettenrekorder? Ja. Hier siehst du, da bin ich wieder beim... Aber danach sind wir umgestiegen auf CDs. Ja. Aber das war ja, das ist ja auch so wie mit einer Buchserie. Wenn du heutzutage eine Serie hast, wo die Buchrücken zueinander passen, war das ja damals mit den Kassetten auch. Ich weiß noch Ja. ganz genau, die Europa-Kassetten gelb-rot gestreift und dann Ja. Mhm. sah das sehr gut aus. Auch wenn du das ja alles schön im Schrank- durchnummeriert. Ja, Also wenn genau. du sie richtig sortiert hattest du ja die Nummern schön in der Reihenfolge Genau, im richtig. Schrank stehen. Mhm. Das Schon im stimmt. alten Jantenna gibt es 49. Und Folge 49 ist Mimo der Rächer und danach gibt es das nicht mehr. Mhm. Wird das abgesetzt. Und da sind die neuen jetzt auch Wie schon. war das denn nochmal am Anfang? Der hatte doch auch immer so einen Spruch, er ist Jan Tenner und bla 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 oder irgendwie sowas, ne? Ein Doktor- Jantenna, ein Student der Physik. Genau. Ein Student. Das Siehst du, ist früher waren unsere Helden noch Doktoranden. ja, genau. Ein Student der Physik. Irgendwelche Bodybuilder und Der Wrestling-Stars. mutige. Wir haben auch schon über He-Man geredet, ne? Dir ist bewusst, wie der aussieht. Du brauchst mir nichts erzählen, ich bin in den 80ern, 90ern groß geworden. Und Ich meine, vor hallo allem- Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme. Also, Ralf Möller. Bud Spencer, das war ja Bud eher so Spencer meiner, zählt wenn man sich. mich jetzt so anguckt. Naja. also kannst du mal aufschreiben, so alte Helden. Falls das nicht schon da irgendwo ist. Wir erweitern die Liste. Ja, es wird genug Folgen geben. Es wird genug voll, das sagt er jetzt so in seinem jugendlichen Leichtsinn. Oh, er hat mich umgenannt. Ja. Ja. Wo waren wir? Achso. Gibt es das heute eigentlich noch? Was? Haben Kids heute noch? Also ich meine, klar, heutzutage mit Kindle und... Warte mal, es gibt doch diese Tonis-Dinger, ne? Mhm. Da ist doch sowas ähnliches. Ja, Ja, das sind doch im diese Prinzip Figuren. auch die Hörspiele oder Hörbücher, die sind dann halt mittlerweile auf diesen Figuren und die setzt du auf dieses Genau. aber Toni-Ding und dann spielt das ab. Das System ist das gleiche. In dem Sinne ja. Ja, das war, ich weiß, ich bin in Nur die Kassetten konntest du besser ins Regal stellen als die Figürchen. Ah, das ist richtig. Jetzt brauchst du hier so ein... Da gibt es mittlerweile so Setzkästen für, dann sind die wirklich so dekorativ. Aber Und wie viel gerade kostet hier- so eine? Nur mal, weiß das einer Da kannst du aber auch mehr drauf. Schweineteuer. Also im Vergleich sind die Schweine teuer. Das ist quasi ein USB-Stick, da ist eine Folge drauf, aber da müsste auch immer noch Platz drauf sein. Oder du kannst sie selbst bespielen. Teils. Also es gibt welche, die man selbst bespielen kann. Es gibt auch welche, wo wirklich nur das Ja, drauf aber wenn ich ist, überlege, was so eine du Europakassette hast. wirklich neu zu kaufen, wenn die neu rausgekommen ist, hat es damals 20 Mark gekostet. So viel? Nee.
Ich habe keine 20 Mark für eine Kassette Wenn die ausgegeben. nagelneu rauskamen, waren das 20 Mark. Später waren die dann irgendwo bei 12 Mark oder 10 Mark. Aber 10, um die 10. Genau. Ich wollte gerade sagen, also ich hätte jetzt auch gesagt um die 10 und teilweise hast du sie dann auf dem kam Flohmarkt auf für 2 Serie gekauft tatsächlich auch und dann... Es kann auch sein, dass die am Anfang in der ersten Woche so Ja, neu da bla bla waren bla die- und dann richtig Asche gekostet. Das weiß ich nicht Ja. genau. das weiß ich nämlich noch ganz genau. Ich wollte mir nämlich die neueste Dingens holen, hier Jan Tenner holen. Und dann hat meine Mutter mir einen Vogel gezeigt, weil sie genau wusste, dass einen Monat später oder so kommt die neue Folge. Dann ist die alte nämlich quasi die Hälfte günstiger. Ja. Deswegen habe ich die immer einen Monat später gekriegt. Was nicht schlimm war, weil im Freundeskreis wurde es gehört. Ja. Aber Ja, das war immer so in den Laden rein und dann vorne waren die Bücher und Comics. Da bin ich erstmal hängen geblieben und dann ist man bei diesen Erbsenpistolen und so ein Kram hängen geblieben. Da muss ich ganz ehrlich zugeben. Und Ja. ein Blick auf die Hörspiele und dann gab es dann halt Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg, klar, Jan Tenner, He-Man, klar und noch so ein paar andere Sachen für die Also- kleineren. Dass ich auch nachher immer noch Kasperle gehört habe, einfach zum Einpennen. Das ist ja sowieso Bei den- heutzutage, ne? Ja. Entschuldige bitte. Wenn du heutzutage, ich mache Jan Tenner an, leg mich hin und dann höre ich die Musik, und dann bin ich eingeschlafen und dann läuft das. weißt du, was mir aufgefallen ist? Viel schlimmer. Ich mache abends auch immer mein Hörspiel an. Du kriegst ja meistens sowieso, du machst ja dann einen Timer an, irgendwie halbe Stunde, Viertelstunde, ne? Und meistens, wenn ich dann tagsüber im wachen Zustand spule ich sowieso die ganzen Kapitel wieder zurück. Ja, aber mir ist das letztens aufgefallen, da habe ich mich hingelegt und es war zu leise. Es war zu leise. Ich konnte nicht einpennen. Ich musste mir ein Hörbuch anmachen, damit ich pennen konnte. Ach so. Da habe ich mir auch Gedanken drüber gemacht. So dass das ja eigentlich auch nicht sein kann. Du kannst Ja, aber es ohne ist diese Hörspiel- Gewohnheit. Wahrscheinlich, ja. Ne? Wobei es hier natürlich auch sehr, sehr ruhig ist. Aber, ne, ja, rechts Feld, links Koppel. Ja, super. Hier ist nachts nicht viel. Hier ist nachts nicht viel. Also ich habe jetzt gerade mal bei Amazon geguckt, also im Schnitt kosten diese Toni-Figuren auch so zwischen 13 und 16 Euro. Ja, okay, das geht. Ich dachte, die wären teurer. Manche dann nur mit einer Geschichte. Irgendwie habe ich eben was gehabt, Schlümpfe für 14 Euro mit 4 Geschichten. Oh, Schlümpfe hatte ich aber früher schon als Hörbuch. Nee, die hatte ich nicht. Nee, Doch. als Hörbuch kann ich mich da auch nicht dran erinnern. Hörspiel. Ja, Ja, auf Kassette. genau. Nee, das Das wusste ist ich schon- jetzt auch nicht. Ja. Bei Schlümpfe, obwohl das. Gab es eigentlich Dr. Who als Hörspiel? Es gibt ein paar Folgen, aber nicht in Deutschland. Nee, ne? Also in Großbritannien definitiv, Ja, ganz viel. Wollte ich das sagen. Ich habe mich Ja, auch so- so gesehen mal. Irgendwelche Geschichten und so weiter. Ja, Aber in Deutschland war das. Doch, sowieso- Dr. Who gibt es doch ein paar Sonderfolgen bei Prime. Als Hörspiel. Mhm. Das weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht. Kann natürlich ich sein, weiß- dass das jetzt, wo es hier auch so bekannt Ja, geworden aber ist. ich weiß, dass es So in langsam Großbritannien seitdem, rüberkommen. was weiß ich, wie viel, immer noch Hörspiele mit Dr. Who-Geschichten gab. Dr. Who ist aber auch so ein Phänomen. Ja. Es gibt auch von Enterprise, Star Trek Raumschiff Enterprise, gibt es auch Hörspiele. Also Ja. nicht Hörbücher, sondern tatsächlich Hörspiele. Okay. Next Generation zum Beispiel auch. Genau. Ja. Aber wie du eben sagtest, gibt sowas noch, so waren wir ja auf die Toni-Figuren gekommen. Das wäre ja auch mal interessant für die Kommentare unter dem Podcast, ob unsere Hörer noch wissen, was ihr erstes Hörbuch war. Oder was sie aktuell so gerne Hörspiel hören. oder Hörbuch? Da bin Wir ich müssen jetzt schon flexibel. differenzieren. Hörspiel, unser Thema ist theoretisch Hörspiel. Okay, also das erste Hörspiel. Und das ist nämlich jetzt die Frage, wie alt sind unsere Zuhörer eigentlich? Auf welchem Medium war das? Ja. Das stimmt. Aber eigentlich müsste das für euch beide doch mit den Figuren viel besser sein. Mit den Toni-Figuren. Also, Nee, die sind so ne, mit euren Gummifiguren, die ganzen kannst du nicht mehr anmalen. Miniaturen. Ja gut, die kannst du nicht mehr anmalen, aber rein theoretisch, also habt ihr ja auch so Figuren. Jetzt mit Tabletop und so weiter. Würde Ich das glaube, eigentlich es so ein gibt bisschen tatsächlich passen. diese Klötze leer. Diese Toni-Klötze gibt es, glaube ich, auch. Dass Nein, du die der selber Klotz gestalten kannst. ist das, was es abspielt. Das Ja, ist aber da ist sozusagen doch diese Figur. Es gibt doch auch diese. Ja, die das ist sind die doch auf so einem Geschichte Sockel. quasi. Diese. Die sind doch auf so einem Sockel. Nee. Und im Sockel ist das. Und in dem Sockel ist quasi dieses Magnet oder USB oder wie das funktioniert. Das Und weiß da ich ist die jetzt nicht. Geschichte Du meinst, dass drin. du da eine eigene Figur Und ich meine, drauf die gibt machen es tatsächlich in leer, ja. kannst. Das weiß ich Dass du nicht. theoretisch sagen kannst, ich mache mir jetzt einen Space Marine da drauf oder so. Die gibt es in Leer, dann müssen Ich wir da mal meine, ja. hinfahren. Flachwitz, komm raus. Also ich weiß, dass es Figuren gibt, die du halt dann bespielen kannst, Ja. aber ob es jetzt nur den
Sockel Ich meine, ich hätte gibt, dass sowas du eine mal eigene gesehen. Figur draufkleben kannst, das weiß ich nicht. Ich meine, ich hätte sowas mal gesehen. Du hast einen ganzen Space Marine Orden mit Hörbüchern bei dir im Schrank stehen. Oder warum spielst du die denn nicht? Die sind nicht zum Spielen, die sind zum Hören. Hä? Wäre aber eine coole Idee. Auf jeden Fall. Ja. Das wäre auf jeden Fall cool. Oh. Oder du hast die ganzen Horrorgeschichten und dann hast du da den Werwolf, keine Ahnung, Vampire, Fledermäuse, Mhm. weiß ich, Riesenspinnen, Schogotten. Ja. Ja. Lovecraft. Die Cthulhu, dieses Idol, wo es bei der Ruf des Cthulhu drum geht, ne? Das als wo Cthulhu da auf diesem Felsen sitzt. Soll ich jetzt mal ganz gemein sein? Bei Loot Studio gibt es eine ganze Reihe von Lovecraft-Miniaturen zum Drucken. Ja. Und da ist diese Figur bei. Ja, dann suchst du die passenden Ist auch Ruf der Geschichten Cthulhu, ne? und Wo guckst dieser mal, ob das Polizist zu funktioniert. den Geschichtsprofessor am Anfang kommt. Ja, Ne? ja, genau. Genau, ja, genau. Dieses Steinding gibt es tatsächlich zum Drucken. Ja, weiß ich. Ja. Weiß ich, natürlich. Wenn du den voll druckst, kannst du mit sogar jemanden erschlagen. Aha. Bei mir gibt es erst einen 3D-Drucker, wenn ich da Metallspäne reinpacke und die dann zusammengelasert werden. Was will ich denn mit Plastik? Das muss Gewicht. Das muss Gewicht haben. Genau. Und dann kommt Ober Stefan, Pierre, hilf mir mal bitte, den 3D-Drucker, das Teil darunter zu hieven, ich muss was Neues drucken. Ich habe schon wieder das Cthulhu-Ding, ich krieg das nicht da weg. Der Fluch des Cthulhu. Ja. Ja. Ja, Hörspiele hatte ich noch irgendwas an Hörspielen? Ich bin gerade am Überlegen. Es gab damals so viel. Oh, ja, ich habe auch mal eine Faith, die Van Helsing Chronicles oder so, irgendwas, Faith Van Helsing, was dann auch so eine, wo die gegen die Vampire, also sie ist eine Van Helsing, das ist so ein, und muss gegen Vampire kämpfen und ist die einzige Überlebende ihrer Familie, bla bla bla, da gibt es ganz viel, Millionen, ne? genau, Millionen und Abermillionen Sachen. Und die Klassiker, die gab es damals schon. Ne? Ich weiß nämlich, dass ich die Schatzinsel auch als Hörspiel hatte früher. Ja. Ja, Die gab's früher nämlich auch. 17 Mann auf das Totenmannskind. Alf Genau. hatten wir auf jeden Fall auch auf Alf, Kassette. Stimmt, Ja. Alf hatten wir auch auf Kassette, ja. Oh, wie Stimmt. konnte, das hatte, glaube ich, jeder. Ja, Jeder, aber der- wie konnten wir das vergessen? Jeder, der in den 80ern groß geworden ist, hatte mindestens einen Alf-Schlüsselanhänger. Mindestens. Wenn nicht sogar. Ich hatte den sogar als Stofftier. Ja, ich auch. Und der Tipp des Monats heute ist Orbitalkrieg oder auf Englisch Columbus Day. Das ist ein Hörbuch, findet ihr bei Audible, YouTube und Spotify und weiß nicht noch wo. Sehr netter Science-Fiction, Roman, hört gerne mal rein. Unbezahlte Werbung. Ja, danke, dass ihr uns wieder zugehört habt bei unserem Gespräch, unserer Folge, die eigentlich Hörspiele sein sollte. Nicht vergessen, liken, Abonnieren, abonnieren, Glocke drücken, kommentieren. 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 Genau. Und beim nächsten Mal wieder einschalten. Genau. Genau. Tschüss. Tschüss. 4 Nerds, eine Leidenschaft. Das war Nordnerds Podcast. Danke fürs Zuhören. Wenn ihr uns unterstützen wollt, Folgen klicken, 5 Sterne geben und weitersagen. Alle Infos zur heutigen Folge findet ihr wie immer in den Shownotes. Wir hören uns nächsten Monat. Bis dann, haut rein.